Herzlich willkommen im Frühling, im fortgeschrittenen Frühling schon. Die Sonne ist schon spürbar stärker auf der Haut, das ist sehr fein. Auch die Enten sind schon fleißig unterwegs, ich habe schon des Öfteren welche da gesehen, wie auch ein paar Falken, die öfters oben herumschwirren und sich vermutlich ein paar Enten sich schmackhaft auf ihrer Speisekarte wünschen. So, dann schauen wir mal, was dieses Frühjahr so bringt. Das Zelt wird heute aufgebaut. Ich war diese Woche schon da und habe das ganze Material mal hergebracht. Das Zelt, auch das Solarpanel wieder. Und ich habe diese Woche noch was anderes Spannendes dabei. Das ist hier drinnen. Aber erstmal das Zelt. Und ich sehe auch gerade, dass da die Bodenplane unglaublich schmutzig ist. Und ich denke, die werde ich erstmal reinigen. Ich muss sagen, das erinnert mich gerade an etwas. Ein Eimer Wasser und ein Besen. Eine deutsche Ballade. Was wir jetzt aber nicht probieren wollen, nicht, dass ich die Geister, die ich gerufen habe, nicht mehr loswerden könnte. So, dann schrubben wir hier mal ein bisschen mit sauberstem Sumpfwasser. Das ist auf jeden Fall das typische Aprilwetter. Sonne und Regen. Es ist gut, dass die Sonne heute draußen ist und dass schon ein bisschen wärmer ist. Dann kann man schon barfuß herumlaufen. So, dann können wir das jetzt mal trocknen lassen. Die Sonne hilft uns heute hoffentlich. Und in der Zwischenzeit, ich bin bei der ganzen Wasseranwendung hier auch durstig geworden, gehen wir was trinken, was Spezielles. Und auf der Getränkekarte steht heute Birkenwasser. Oh. Die ist ziemlich voll, die Flasche. Birkenwasser bekommt man dann, wenn man im Frühjahr ein Loch in den Baum bohrt und dadurch das Wasser herausfließt, das im Baum aufsteigt. Und das ist nicht nur gesund, sondern auch erfrischend. Es hat so einen ganz spannenden Geschmack. Es hat was sehr Weiches. Es ist so wie ein sanftes Leintuch über einer Frühlingswiese. Nein, ich finde es echt gut. Und das ist arg. Also das war ein Tag, ein ganzer Tag, wo das da rausgetropft ist. Mir würde es noch interessieren, weil das ja hier sehr nah am Sumpf ist, wie das ist bei einer anderen Birke, die vielleicht weiter oben am Berg steht. Und bevor ich zum Camp halt gekommen bin, war ich schon ein bisschen weiter oben im Wald und habe dort eine weitere Birke angezapft, um zu schauen, ob das anders schmeckt. Ich glaube, das ist eine schöne Birke. Die ist groß genug, weil ich würde, glaube ich, nicht die Birken, die zu klein sind, anbauen wollen. Darum probieren wir das mal hier an dieser. Und ich werde auch probieren, das ein bisschen weiter oben zu machen jetzt, als wie beim anderen. Ja. So. Gehen wir da rein. Und es tropft schon raus. Unglaublich, wie viel da schon drinnen steckt. Bringt mir das da? Okay, das tropft hier schon alles voll. So. Mir gehen die Hände hier ein bisschen aus. So. Wunderbar, bin ich gespannt.
wie viel da jetzt rauskommt in dem einen Tag oder ob das hier anders schmeckt als nachher am Sumpf. Wunderbar. Ah genau, das wollte ich noch reingeben, nicht dass da irgendwelche Insekten sich das von oben hineinstürzen. Wunderbar. Wir kommen später wieder. Was mache ich mit dem? Den stecke ich mir da hier ein und werde es hoffentlich nicht vergessen, dass der da drinnen ist. Dann stellen wir mal das Zelt auf. Da steht es wieder, das schöne Zelt. So, ich habe heute etwas mitgebracht. Es ist der Anschluss für etwas, was wir das letzte Mal gemacht haben, nämlich eine weitere Kamera und ein Empfangsgerät, was man das halt nur so nennt. Nämlich für das Vogelnest. Also es ist kein Vogelnest, es ist ein Nistkasten da am Baum. Ist natürlich toll, wenn wir sehen, was da drinnen los ist. Und für das gibt es spezielle Kameras, die man dafür verwenden kann. Und die würde ich jetzt gern einbauen. Und das Ganze geht über WLAN. Das heißt, man kann das Ganze auch mit dem Internet verbinden und dann sogar vom Handy aus überall den Vögeln beim Nisten zuschauen. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist die Kamera. Hat auch Nachtsichtfunktionen, also das geht bei jedem Wetter. Schauen wir mal, wie wir das zusammenbauen können. Nehmen erstmal da die Halterung. Genau, und dann gibt es hier noch das Gerät, weil die Kamera kann natürlich immer aufnehmen, aber damit man die Vögel nachher nicht stören muss und irgendwie die Speicherkarte rausholen muss die ganze Zeit, gibt es hier so ein Netzwerkaufnahmegerät mit Bildschirm. Das heißt, man kann dann von hier, entweder vom Zelt aus oder von weiter weg übers Netzwerk, sich die Vögel beobachten und auch hier aufnehmen direkt. Bin schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Gut, dann auf zum Baum. So, ich bin ja gespannt, ob da schon jemand eingezogen ist. Ich habe in der Zwischenzeit schon zweimal einen Vogel rein und rausfliegen sehen. Hallo? Oh, da ist ein Moos im Eingangsloch. Oh wow! Da ist bis daher ungefähr das Material drinnen. So, was sind das? Tierhaare. Das schaut doch sehr viel nach sehr vielen Tierhaaren aus. Oh, sehr cool. Gut. Das wäre mal das. Dann müssen wir hier noch ein Loch irgendwie durchbauen oder einkerben, damit wir das Kabel rausführen können. So, wunderbar. Einmal das Kabel.
Kann ich den Vögeln eigentlich jetzt mehr Miete abverlangen, wenn sie Internet haben? Da können sie Twitter benutzen. Oder heißt das nicht mehr so? Und dann so. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier sehen werden. Man sieht etwas. Es funktioniert. Unglaublich. So einfach. So einfach geht es. Man könnte noch mehrere Kameras anschließen. Ich habe noch einen zweiten Nistkasten gebaut, der hängt da weiter drüben. Vielleicht werde ich noch eine zweite Kamera besorgen und dann kann man da das noch mitfilmen. Ich probiere nochmal ein bisschen die Kamera umzupositionieren. So, dann bin ich gespannt, ob wir da was zu Gesicht bekommen. Es beginnt auch zu regnen. Und genau, ich würde mir jetzt gerne mal das andere Birkenwasser holen, um dann zu sehen, ob man einen Unterschied schmeckt. Jetzt brauche ich aber die Regenjacke dafür. Ja, die ist halb voll oder halb leer. In dem Fall halb voll, würde ich sagen. Das war jetzt ein halber Tag. Da werden wir jetzt eine Blindverkostung machen. Da legen wir es her. So, wir haben da jetzt diese beiden Birkenwässer. Und um jetzt einen Unterschied herauszufinden, werden wir das Ganze blind verkosten. In diesen zwei gleichen Gläsern. Ich werde den Dominik, den Kameramann, bitten, dass er das einfüllt. Die Flaschen sind markiert. Ich werde mich umdrehen und dann werde ich dir sagen, welches besser schmeckt. So, bitte einfüllen. Ich werde mir auch die Ohren zuhalten, falls das irgendwas bringt. Gut. Ja. Kein Unterschied. Okay. Die Farben sind gleich. Das schmeckt eindeutig intensiver. Es hat einen leicht ins Bitter gehenden Beigeschmack. Deswegen ist meine Vermutung, also von der Farbe hätte ich mir gedacht, das ist trüber, dass das eher vom Sumpfigen gegenkommt. Aber ich würde jetzt fast sagen, dass das frischer gezapft schmeckt als das. Also meine Vermutung ist das, weil das schon einen Tag durchgelaufen ist, dass das von dem Baum ist und dass das ist, was wir heute frisch angezapft haben. Was ist die Auflösung? Richtig. Das ist richtig, oh wow. Ja. Man schmeckt wirklich keinen Unterschied, also muss man kosten. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn man eine Birke anzapft, dass man zuerst ein bisschen was wieder wegschüttet, so das erste, und dann das Nachkommende hat. Wunderbar. Aber dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Dabeisein heute. Ist viel geschehen, viel passiert. Und wir sind sehr gespannt, was da in den Nistkästen weiterhin so passiert. Und ich wünsche euch selber auch viel Zeit in der Natur beim Vögel beobachten oder wo auch immer. Jetzt im Frühjahr ist ja genügend los. Und genau, vielen Dank fürs Dabeisein und bis nächste Woche in Jojos Camp. Ich werde noch mal was trinken.